Ja, heute ist was haben wir mit den 24. Oder? Irgendwie so. 25. Januar 2025, genau. Und zwar wollte ich dich heute gern zu deinem Buch Arhat Atasata befragen. Vorab habe ich allerdings noch das hatte ich mich selbst mal gefragt und jetzt hat mich jemand anders auch gefragt. Daher dachte ich, das ist vielleicht, was sich viele oder einige Leute dann fragen, warum, wenn man die Geisteslehre oder die Lehre der Schöpfungsenergie studieren will, das heißt die Lehrbriefe bekommen möchte, warum man FIGO-Mitglied werden muss. Ja. Es ist sehr weg, dass FIGO das verbreitet tut. Ja. Ja, der einzig auf der ganzen Welt verbreitet das nur die FIGO. Und das zu bekommen bedingt, dass es ein Mitglied von der FIGO ist. Wir verkaufen das nicht wild, sondern wir verkaufen das nur im Kreis von der FIGO-Mitglieder. Ja, ich frage das deswegen, weil die FIGO ist eben halt noch sehr klein und viele Leute denken dann, ja, FIGO ist nicht so wichtig, die Lehre ist halt wichtig. Ja, das ist sie genau. Ja. Und die verbreitet nur die FIGO. Keine Religion, keine Sekte und niemand anders als die FIGO. Ja, dann war mein nächster Gedanke aber auch, wenn da also Mitgliedsbeiträge sind ja jetzt nicht übermäßig hoch. Wenn es keine FIGO gibt, dann gibt's da auch keine weitere Verbreitung. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, Richtig. dass man das unterstützt, zumindest im kleinen Rahmen, dass man eben Mitglied wird, um das dann studieren zu dürfen. Weil richtig. Gerade weil es durch digitale Verbreitung kann man es ja sowieso Mitglied werden, das nehmen und es dann verbreiten, was hoffentlich Leute nicht tun. Ja, das können sie. Sie können aber die Lehre kommen sie alleine nur durch das, dass sie die Sachen erstellen da bei der FIGO. FIGO ist die es verbreitet tut und das kostet Geld. Ja. Oder? Ja. Ohne Geld geht's leider nicht in dieser Welt. Ja, und darum muss man FIGO-Mitglied sein, dass man dieses und jenes kann überkommen, dass man kann lernen. Ja, weil das einfach auf unserem Planeten so ist. Ja, es ist einfach ein Weg, das kannst du nicht ändern auf dieser Welt. Ja. Die ist von Geld abhängig. Ja. Oder? Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Wir können nicht die Sachen von uns selber nur zahlen und rausgeben gratis und franko. Das können wir nicht. Wir müssen diese Sache ja auch können drucken. Wir müssen es können rausgeben. Und das geht nur dadurch, dass wir auch einnehmen. Ja. Manche würden halt gern nur die oder Schöpfungsenergie-Lehre, die Lehrbriefe. Ja, auf Kosten von der FIGO. Ja, genau. Genau. Auf Kosten von der FIGO und der FIGO soll alles alleine tragen. Wir sind in einer Welt, wo Geld abhängig ist, wo es nicht anders geht. Ja, du kannst auch, was überlebt, sind immer nur Institutionen. Die Individuen sterben halt immer. Und daher braucht es diese Institution. Ja, es ist nicht anders möglich. Und jede Institution, die es gibt auf der Welt, ist genau gleich, was es gibt, ist geldabhängig. Ja. Ja. Ja, der Vatikan, das ist war pleite fast bis dann Mussolini ihnen dann ermöglicht hat, den Vatikanstaat zu gründen. Ja. Und dann kam jemand, der sehr, sehr gut mit Finanzen war. Ja. Und seitdem läuft's beim Vatikan. Ja. Es geht nicht ohne Geld. Ja.
Du kannst nicht einfach gratis die Ware rausgeben. Du kannst es dort rausgeben, wo du denkst, ja, es ist nicht anders möglich. Er kann oder die kann das sich nicht leisten, die 30 Franken im Jahr. Und plus die Kosten, wo die Schriften machen und so weiter und so fort. Oder? Das ist, ja. Ja. Vielen Dank. Ja, weil das, glaube ich, Es ist wichtig einfach nicht anders möglich. Ja. Wir sind da auf der Erde und da ist alles zusammen ist geldabhängig. Es ist nichts auf der Welt, wo nicht geldabhängig ist. Ja. Und wir haben es genau so wie da oben das Leben auf ein Quantum von Geld festgestellt, wo nicht ausbeuterisch ist. Oder? Wir machen es so billig, wie es überhaupt möglich ist. Ja. Oder? Genau so, die Schriften, die würden in Wirklichkeit sehr viel mehr kosten, wenn es von einer Firma gemacht werde oder einem Verein gemacht werde. Wir gehen fast zum Selbstkostenpreis. Wir schauen, so billig wie möglich zu machen. Ja. Oder? Ja, ist halt, Weil wir Schweiz ist nicht halt teuer. auf Profit aus sind. Wir wollen einfach können Mission erfüllen. Dass wir immer so viel genug Geld haben, dass wir das können machen. Ja. Dass wir es überhaupt können leisten. Ja, gut. Gut, kommen wir zur Arat Atasata. Ganz am Anfang steht Arat Atasata, Sanskrit, dass es ein Sanskrit-Wort ist. Da wollte ich gleich fragen, warum ist das ein Sanskrit-Wort oder wo kommt das überhaupt her? Das hat man einfach sehr weg formuliert, dass es namensmäßig etwas gegeben ist, dass man einen Begriff hat, um was es sich handelt. Und dass hinter dem Namen das und jenes und dieses eben verborgen ist oder zu lernen ist. Oder? Und die Sprache Sanskrit wurde gewählt, weil das die alte Gelehrtensprache ist. Das ist altherkömmlich. Ja. Oder? Und man nimmt einfach, du kannst nicht irgendetwas einfach in die Welt rausrühren auf dieser Welt, ohne dass ein Begriff ist für die Menschen, wo das dann in die Finger überkommen, wo das lesen, wo das studieren, wo das lernen und so weiter und so fort. Du musst es alles und jedes genauso, wie wenn du in die Schule gehst, musst das und dieses und jenes, musst du ein Wort haben, einen Begriff haben dafür. Ja. Ohne das geht's leider nicht in unserer Welt. Ja. Das ist genau dasselbe wie das mit dem Geld. Es braucht das, ob du willst oder nicht. Du musst da einfach können einen Begriff geben für das, einen Begriff geben für das und so weiter und so fort. Und das ist notwendig, weil der Mensch, der versteht nur dann irgendetwas oder er kann darüber nachdenken, wenn er einen Grundbegriff hat dafür. Ja. Oder? Ja, im Jura ist es ja auch, wer Jura studiert, das einfach um die Wortdefinition hauptsächlich geht. Ja. Damit man überhaupt versteht, um was es geht. Genau. Wenn du keinen Begriff hast für irgendetwas, dann weisst du nicht, worum es sich handelt. Du weisst ja nicht einmal, was Zucker ist. Wenn du nicht weisst, was Zucker ist, wenn du den Begriff nicht hast, musst du selber irgendetwas erfinden. Ja. Oder? Ja. Gut.
Die Übersetzung von Arat Atasatr lautet: Der Wertvolle, der die Zeit beschaut. Ja. Das ist ein uralter, herkömmlicher Begriff. Ja, aber auf dieser Ebene, so hattest du mir mal erklärt, ist es wirklich so, dass man sich im Grunde jedes Ereignis, so wie im Traum sozusagen, kannst du dir alles aufrufen und du schaust dir das im Grunde nur alles an. Ja. Was in der Vergangenheit, in der Zukunft passiert ist oder passieren wird und davon lernst im Grunde. Ja. So habe ich es verstanden. Ja, Jedenfalls. das ist auch richtig. Also ist es im Grunde... Du kannst nicht irgendetwas von der Vergangenheit oder von der Zukunft sagen, wenn du nicht weisst, dass das passiert ist oder das wird passieren. Und das kannst du in den Begriff legen und in der Zukunft kannst du es in den Begriff legen, weil es dann so und so verstanden wird. Es wird jedenfalls anders verstanden und alles anders formuliert als in der Vergangenheit. Oder? Was gegenwärtig ist, was zukünftig ist, wird immer anders definiert, wird anders genannt, oder? Genau, wie es heute Problem haben, mit dem idiotischen Willen die Sprache ändern, auf das, was sie heute haben, was heute gross in der Rede ist, das Gendertum, oder? Das ist völlig idiotisch. Menschheit konfus machen. Die wissen gar nicht mehr, was sie überhaupt sollen denken, wie sie das und dieses und jenes wollen, formulieren oder soll formuliert werden. Es gibt keinen Mann, es gibt keine Frau mehr. Ja, das ist idiotisch. Das ist völlig idiotisch. Wirklich. Also. Oder? Es genau das Gegenteil von dem, was muss sein, wird versucht, heute zu machen. Wieder der Schweizer, der da geht, singen und sagt, er sei weder Mann noch Frau. Oder? Weil er halt homosexuell ist oder weiss der Teufel was, oder? Er sei weder Mann noch Frau. Es gibt aber nur zwei Geschlechter. Es gibt nur männlich und weiblich. Ja. Oder? Das ist aber auch wieder, wo ich den Eindruck habe, wo man gut sehen kann, das kommt nicht aus der Bevölkerung, sondern das kommt von oben. Ja, von Sendungen, die meinen, sie sind gescheiter als die anderen. Ja. Ja. Ein paar Idioten, die meinen, sie sind schlauer, sie sind gescheiter, sie sagen mehr und sie wissen mehr und sie können mehr und so weiter und so fort. Sie stellen sich nicht auf die gleiche Stufe wie jeder Mensch. Ob er etwas weiss oder nicht weiss, spielt ja auch keine Rolle. Er ist Mensch, er ist männlich oder er ist weiblich. Oder? Ja. Und wenn er halt zweispurig läuft, männlich und weiblich, oder er ist sexuell auf die Art geartet und zugleich auf eine andere Art geartet. Er ist bisexuell oder sonst irgendetwas. Das ist doch ganz normal. Das ist überall so, das ist in der Pflanzenwelt so, das ist in der Tierwelt so. Warum soll der Mensch ganz anders sein als das, was Schöpfung ist? Oder? Ja, das sind die Variationen der Schöpfung. Ja, natürlich. Also es ist natürlich. Ja. Das will man aber nicht anerkennen, weil da spielt wieder die Religionen spielen wieder eine Rolle, oder? Idiotisch an etwas glauben, was es gar nicht gibt. Die Schöpfung ist nichts anderes als die freie Natur, die Existenz am Universum weit existiert. Oder? Es ist nicht ein lieber Gott oder weiss der Teufel was. Ja, davon kommt viel zur Sprache in diesem Buch. Weiter heißt es dann: Inspiriertes Schriftwerk einer höheren Geistform, übermittelt aus einer körperlosen, unmateriellen und rein geistigen Ebene. Ja,
Dort mal, wo ich das alles zusammengeschrieben habe, hat man noch den Geist verwendet. Der Begriff, der, wo allgemein üblich ist auf der ganzen Welt. Wo man aufgebracht hat, ja, es ist halt Geist. Oder in Wirklichkeit ist es ganz einfach nur Schöpfungsenergie. Ja. Oder das, was Universum weit existiert. Aber das hat man dort mal, wo ich angefangen habe, mit allem zusammen, die Sache verbreiten, hat man das eben nicht können machen, oder? Da hat man müssen den altherkömmlichen Begriff nehmen, oder? Den kann man jetzt langsam ändern. Wo so und so viele Menschen hat rund um die Welt, und das sind wirklich Tausende, oder? Wo sich interessieren für die Sache und das jetzt langsam können schnallen, dass das der Geist nichts anderes ist als ein erfundenes Wort für etwas, wo seit Urzeiten existiert, eben die Schöpfungsenergie, oder? Alles davon die Energie hat, alles davon die Kraft hat und lebt davon, oder? Und das ist nichts anderes, das ist nicht ein lieber Gott, das ist nicht ein Geist, das ist die Schöpfungsenergie. Ja. Oder? Der zweite Satz übermittelt aus einer körperlosen, unmateriellen. Also, es ist wirklich nur noch Energie, es ist Ja, kein, richtig. nichts Physisches. Es ist nichts Physisches, es ist überliefert aus der Schöpfungsenergie raus. Wenn du die Schöpfungsenergie nimmst, es ist Natur, es ist die Existenz, es ist gesamtuniversell und das ist nicht materiell. Das ist, wie soll ich dem sagen? Es ist Das ist rein energetisch. Es ist rein energetisch, oder? Aus der Welt vom Nicht-Energetischen. Aus einer Welt, wo nur existiert aus Energie. Ja, aber halt nicht, Es ist nicht eine Welt von Geistern und so. Es ist eine Welt von der Schöpfungsenergie und die ist immateriell. ja, Das ist auf dieser Art und Weise ist das zu verstehen. Es ist nicht eine geistige Welt in dem Sinn, wie der Mensch das blödsinnigerweise aus seinen Religionen interpretieren tut, sondern es ist eben eine Welt, eine energetische Welt, wo nichts zu tun hat mit dem, was der Mensch religiös aufgebaut hat. ja. In den Lehrbriefen an einer Stelle zumindest beschreibst du sehr schön, wo du unterscheidest zwischen Materie, Feinstofflichkeit und Feinststofflichkeit. Feinstofflichkeit ist das, was Schöpfungsenergie ist. Ja, es gibt ja auch in unserer Welt, sagen wir hatten da ja schon drüber gesprochen, wenn jemand verstirbt oder traumatisch stirbt, dass dann feinstofflich von dieser Person etwas übrig bleibt. Ja. Also der Körper stirbt natürlich und Der ist materiell, doch es hat Schwingungen, wo in dem Körper sind, seine Persönlichkeitsschwingungen oder mit dem willst du sagen und so weiter und so fort. Und das ist feinstofflich. ja, Es ist nicht feinstofflich, sondern feinstofflich. ja. Und wir reden hier in Bezug auf Arhat Atasata von einer Feinststofflichkeit. Feinstofflichkeit. Ja. Ja. Die, Das ist nicht persönlich, das ist, sondern gesamtuniversell schöpferisch. ja, da komme ich gleich zu einer Frage, die sich darauf bezieht.
diese Feinstofflichkeit, bedarf die überhaupt noch? Weil körperlos, das ist klar, aber bedarf die überhaupt noch eines Raumes? Im Grunde nicht. Nein, Es nein, ist kein Raum. nein, das ist, Es ist nur noch endlose Dauer. das ist nichts anderes als, ja, das ist Schwingung. Und die Schwingung ist endlos. Energetische Schwingungen, so wie das gesamte Universum das durchstrahlen, durchschweben lässt oder durchschwingen lässt durch alles. Und die Schwingung, die ist eben schöpferischer Natur. Es ist Schöpfungsenergie, wo schwingen tut durch alles durch. Genauso wie wenn der Mensch einen Gedanken hat, dann tut er Energien auslösen. Die Energien sind Schwingungen, wo der Mensch ausstrahlen tut, oder? In die Nähe oder in die Weite oder sogar weltweit, wie die Religionen das machen zum Beispiel, wo Stärke haben, wo sich dann ablagern in der Atmosphäre, in den Trägergasen, wo möglich sind, das eben zu speichern, oder? Und das tut wieder auf Menschen wirken. Oder? Je nachdem, wie der Mensch da dann denken tut, wie er veranlagt ist oder sich veranlagen tut, selbst glauben tut oder der Wirklichkeit gemäß denken tut und so weiter und so fort. Und die abgelagerten Schwingungen, die wirken also wirklich auf den Mensch, auf den Nächsten, je nachdem, wie er selber denken tut. Wenn er religiös denken tut, dann ist die Schwingung, die ihn trifft, für ihn maßgebend, dass er sich noch weiter verändert im Unsinn vom Glauben inne. Ja. Das habe ich einmal versucht. In den 40er Jahren habe ich einmal versucht, das an die Zeitung zu verbreiten. Die meisten haben mir keine Antwort gegeben. Nur eine Zeitung, der Bülacher Unterländer, hat mir zurückgeschrieben, so einen Unsinn können wir nicht veröffentlichen. Mhm. Das war die Antwort. Ja. Wo ich immer mit noch Schwierigkeiten habe zu verstehen, ist, es ist klar, wenn eine Persönlichkeit stirbt, der Körper, die feinstoffliche Energie, früher Geist genannt, die Schöpfungsenergie entweicht, Schöpfungslebensenergie entweicht Ja. und kehrt dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder in einen neuen Körper, der mit einer neuen Persönlichkeit Richtig. vollkommen anders ist. Kann schon auch Ähnlichkeiten geben zur vorigen Persönlichkeit, aber im Großen und Ganzen eine vollkommen neue Existenz. Richtig. Das Wissen bleibt einfach vorhanden, das, was der Mensch lernt in einem Leben, das tut sich speichern in der Schöpfungslebensenergie. Das wird praktisch aufgearbeitet, wenn Sie mir sagen, dem Jenseits, oder es gibt ja kein Jenseits in dem Sinn, das ist ein Mumpitz. Es ist nichts anderes als die Schöpfungsenergie von der Schöpfung, wo gesamtuniversell in sämtlichen 7 Universen, wo die Schöpfung existiert, vorhanden ist. Und einfach in die zurücklaufen tut, das ist genau gleich. Da kannst du dir vorstellen, du hast einen Bottich mit Wasser, oder? Und nimmst ein Glas raus, oder? Und hast es ein Zeitchen draussen, rührst irgendetwas rein oder ein bisschen Farbe, einen Tropfen Farbe oder sonst irgendetwas und leerst es wieder zurück in den Bottich hinein. Und dort kommt es wieder raus
wenn du wieder ein Glas voll daraus rausnimmst. Es ist nicht mehr das Gleiche, es ist gemischt mit allem anderen, wo in dem Bottich schon Wasser ist. Und die Möglichkeit ist, das ist, technisch ist das heutzutage möglich, dass man kann feststellen, was es alles im Wasser enthalten tut. Dann kannst du sagen, ja, so und so viel Prozent davon, von dem, was ich voran in das Glas rein da habe, in das Wasser rein und zurückgeleert habe, im Bottich rein, ist noch vorhanden. Und das kann wieder seine Wirkung haben. Mhm. In Bezug auf Nokodemion wird dann halt oft von dieser Linie gesprochen. Und im Grunde ist das bei jedem Individuum ja auch so, dass Das dann ist- eine das ist- Linie das- existiert. Ja. Aber das ist, glaube ich, Das ist nicht in dem Sinn zu verstehen, weisst, dass er sich übertragen tut. Das ist die Linie gemeint vom Wissen. Es ist nicht die Linie gemeint vom wie soll ich sagen, wie sagen sie dem, Verwandtschaftslinie. Das hat nichts mit dem zu tun. Das ist auch nicht das gemeint, sondern es ist die Wissenslinie gemeint. Die ist überliefert von Generationen zu Generationen und so weiter und so fort. ja. Das ist das gemeint. Es ist nicht Verwandtschaft gemeint. Ja, es hat keine Es hat keine Relevanz. Abstammung oder Abstammungslinie Nein, oder ja. Ich kann das im Grunde auch nur. Es ist einfach in der Verwandtschaft, und auch die Verwandtschaft musst du wieder als Wissenslinie sehen. Nachkommenschaft musst du wieder in dieser Wissenslinie sehen. Nicht eine Nachkommenschaft von Mensch zu Mensch, sondern Nachkommenschaft von der Lehre, was überliefert wird. Ja. Kommst du nach? Ja, es läuft halt nicht in Familien unbedingt das Wissen, Nein. sondern es läuft in diesen Linien vom Wissen, Ja. was Von einer angesammelt wurde. Verwandtschaft zur anderen. Aber nicht von Mensch zu Mensch Ja, in der Verwandtschaft, sondern von Wissen zu Wissen. In der Verwandtschaft von Wissen zu Wissen. ja, es ist im Grunde gleich, in welche Familie. Du man schreibst wurde. da ein Buch, 100 Jahre später kommt und tut das Wort weiterführen. Es ist eine Verwandtschaft, oder? Es handelt sich vom Gleichen, aber auf eine andere Art und Weise. Es ist genau dasselbe. Es ist nicht der Mensch, wo gemeint ist damit in der Verwandtschaft, sondern es ist die Verwandtschaft von der Lehre. Ja, jemand, wenn man von Verwandtschaft sprechen möchte, jemand, der sich jetzt hierfür interessiert, Ja. ist dir im Grunde näher, Ja. verwandter, Ja. als vielleicht sogar deine eigenen Kinder. Weil da ist es rein Ja, physisch. das ist aber aufs Wort, auf die Lehre Ja, begrenzt. genau. Das Also- ist nicht auf den Mensch bezogen. Es ist eine Verwandtschaft aus dem Grund heraus, weil du das, was ich lehre, auf deine Art und Weise lernen tust und verbreiten tust. Es ist aber das genau Gleiche, nur auf eine andere Art und Weise wieder dargebracht.
Es besteht also eine Verwandtschaft zu dem, was da ist, zu dem, was später gemacht wird daraus. Ja, ich sehe das immer dann in Relation oder in Beziehung zur Lehre. Ja, richtig, Das ist eben richtig. so, ich Ja, auch. nur jeder Mensch bringt sie wieder anders vor, tut wieder anders lernen, er hat wieder andere Methoden und so weiter und so fort, aber er macht genau dasselbe, er führt einfach weiter, was da war, führt er da weiter, es ist also das Gleiche und dem sagt man Verwandtschaft, oder? Ja, das ist damit gemeint. Also Das ist da damit. nichts Genetisches, Nein, nein. sondern ja. Ja. Und das kannst aber einem Menschen nicht einfach einen Weg herrühren. Der begreift das nicht. Du musst langsam musst du vorangehen. Und zuerst musst du mal etwas lernen, wo er darunter etwas versteht. Und dann kannst du langsam weitergehen. Kannst es ändern. Wie der Begriff zum Beispiel Geist kannst du nicht blitzartig ändern in Schöpfungsenergie. Das braucht einfach seine Zeit. Ja. Und dann kannst du langsam die Änderung durchführen. Ja. Anders geht's leider nicht beim Mensch. Ja, wie in der Schule. Es baut aufeinander auf. Genau. Und, ja. Es ist halt, auf der Erde ist halt diese Spannweite oder Spannbreite an Wissen. Begrenzt. Ja, ist bei den meisten extrem begrenzt, aber es gibt schon auch Leute, die Natürlich weise das, aber sind. das ist immer eine Minorität. Ja. Das ist immer eine Minorität. Ja. Der zweite Satz lautet: Ich bin eine Geistform oder Schöpfungsenergieform mit der Benennung Arat Atasata nach einer euch alten Sprache so genannt. Das haben wir gerade besprochen. Jetzt ist es halt im Grunde ist das aber ein Bereich, in dem es nur noch ein Wir gibt, oder? Es ist keine Wahrnehmung mehr von ich bin der Ego und ich bin die Lisa. Und die Persönlichkeit. Sondern ich bin einfach das, was universell ist, nämlich Schöpfungsenergie. Ja. Und insofern, so habe ich es jedenfalls verstanden, ist das die gesamte Ebene im Grunde dich dann kontaktiert hat. Dass das nicht ein Teil der Ebene ist, sozusagen. Nein, das ist gesamthaft. Die gesamte Ebene Ja. hat dich im Grunde Ja. kontaktiert. Das ist nicht ein Stückchen davon, das ist gesamthaft. Ja. Und es ist eben eine rein energetische Ebene, die dich da kontaktiert hat. Ja. Das hat nichts mit diesen Channelern. Das ist nicht personell, das ist einfach gesamtuniversell. Ja. Und deswegen spricht man ja auch immer von Channelern, dass da sich ein Kanal oder eine Öffnung oder wie auch immer, wo sie dann Informationen empfangen, dass das bei anderen Leuten ist das eben, entspringt das ihrer Fantasie halt. Ja, da kannst du ruhig sagen Fantasie. Dann der Mensch, wenn er denken tut, dann braucht er das und dieses und jenes zusammen. Oder? Und das, was er zusammenbröteln tut in seinen Gedanken, das gibt einen Komplex. Oder? Und der Komplex nennt er dann so, wie es ihm eben, wie soll ich sagen, wie es ihm zum Kopf auskommt, als Lehren, als Lernprozess oder Gelerntes und so weiter und so fort, als das, was er dann wirklich weiß oder annimmt.
das zu wissen. Ja. Und da ist eben, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, Michael, der der bildet sich das alles ein. Jetzt würde ich dann sagen halt, ja, schau dir ja da mal den Inhalt an. Inwiefern findest du das in der Realität wieder oder in der Natur? Ja, genau. Du musst es ja immer mit der Wirklichkeit musst es du konfrontieren und untersuchen und überdenken, dass du siehst, es ist tatsächlich so, es ist wirklich die Wahrheit oder es ist nur eine Annahme oder es ist überhaupt nicht wahr. Ja, Nicht? genau. Du musst die Das- Wahrheit von der Wirklichkeit finden. Ja, Und das kannst du nur durch das, dass du wirklich nachdenken tust, die Augen offen hast, die Ohren offen hast, deine Sinne offen hast, oder? weil ist ja unmöglich, das zu überprüfen oder Nein, das kannst du nicht überprüfen. Da musst du drüber nachdenken und schauen, was lässt sich mit der Wirklichkeit vereinbaren und was nicht. ja. Ich Entschuldige, ich meinte das eben jetzt auf diese Schöpfungsenergieebenen. Das ist für uns ja unmöglich, ob das überhaupt existiert. Das ist kann man, unmöglich. das zu überprüfen. Das meine ich. Du weißt, wenn es zum Beispiel das Elektrische wirkt, aber du kannst nicht ins Elektrische hineinschleifen. Du kannst es nicht erforschen in sich, was Elektrizität überhaupt ist. Das weiss der beste Elektriker nicht. Der beste Techniker, Elektrotechniker weiss nicht, was wirklich elektrisch ist. Er weiss, es hat die und die Fähigkeit, es hat die und die Kraft und so weiter und so fort. Aber er kann nicht drin hineinschleifen und nicht sagen, Elektrik ist das oder Strom ist das und dieses und jenes. Das weiss keiner. Ja. Das stelle ich auch, weil ich ja auch so ein bisschen rumbastle und so rumexperimentiere, bisschen mit Elektrizität. Und wo man dann Du kannst sagen, der und der Effekt tritt auf, aber warum? Ja, was es bewirken tut, oder? Und wie es wirken tut und so weiter, das ist erforschbar. Aber schleifen mal in die Elektrizität rein, was überhaupt Elektrizität in sich selber ist, das weiss kein Mensch. Ja. Genau wie die Schöpfungsenergie. Ja. Das ist für den Menschen unergründbar. Ja. Das schreibt Arad Atta oder sagt das auch später im Buch. Es ist unergründlich, Ja, das ist die Schöpfungsenergie. Ja. Ja. Der 9. Satz lautet: Als Beschauer der Zeiten erkannte ich die Wahrheit der Dinge in ihrem Ursprung und in ihren Folgen, die ich nun durch dich in euch Menschen verständlichen Worten offenbaren werde. Mhm. Die Wahrheit der Dinge. Moment mal, das musst du nicht als Person betrachten, die das sagen tut, sondern das ist wiederum Schöpfungsenergie. Ja. Aber du musst es einem Menschen so darbringen, dass er das vorweg einmal versteht. Und erst, dass das, wie soll ich sagen, dass das erarbeitet worden ist, dass ergründet worden ist und so weiter und so fort. Und du kannst nicht sagen, der Menschen erklären, ja, die Schöpfungsenergie hat das und dieses und jenes ergründet. Du musst es personifizieren. Oder? Damit der das versteht tut, es ist tatsächlich geschaffen worden. Es ist energetisch geschaffen worden. Das kann man noch sagen. Es ist
energetisch vom Bewusstsein geschaffen worden und so weiter und so fort. Aber du kannst nicht sagen, die Schöpfungsenergie, ich habe das erschaffen, das begreift kein Mensch. Ja. Ich hatte dann gedacht, man könnte auch wir schreiben, aber das würde dann doch irreführend sein, Das ist irreführend. weil es keine Gruppe ist. Ja, das ist irreführend. Dann, es ist, wenn wir sehr weg, wie soll ich sagen, eine Energieform, einfach Ja. eine Energieform. Du kannst nicht sagen, es ist eigentlich eine Wir-Form, obwohl es eine Wir-Form ist, an und für sich. Wenn du Menschen zwischen ihnen nimmst, Tiere zwischen ihnen nimmst, Getier zwischen ihnen nimmst, überhaupt alle Lebensformen, ob es Fauna oder Flora ist, dann ist es eine Wir-Form. Oder? Aber wir können nicht sagen, es ist eigentlich eine Wir-Form in dem Sinn, wie der Mensch das versteht. Dass eine Zusammenballung von so und so vielen Individuen, Persönlichkeiten und so weiter sind. Es ist eine Einform. Die ganze Energie, die ganze Schöpfungsenergie, die existiert, ist gleichermaßen nur eins. Aber es ist verteilt auf die verschiedenen Formen, wo es geht tut. Aber es bleibt eins. Es ist keine andere Energieform als die vorhanden, wo die und die Ebene hat oder existiert, die Ebene existiert. Und die ist gesamthaft eins. Ja, und daher ist ich, weil es nur eine Ebene ist, Ja. und ich ist ja dann auch Ja. nur eine Person, Ja, richtig. ist das naheliegend, Ja. dann das so Ja. zu nennen. Obwohl es eigentlich kein Wort richtig dafür Ja. gibt. Ja. Wüsste Man nicht, hat, wie man das eigentlich benennen könnte. Ja. Weil es gibt halt eben nur Ich sage eins einfach, mehr. ich sage einfach, es ist alles eins. Ja, Ja. das kommt dem am nächsten. Ja. Gut. Also sagt dann auch, in meiner Form kenne ich die raum- und zeitlose Kommunikation, die Vergangenheit und Zukunft gegenwärtig macht. Mhm. Da hatte ich dich mal zu befragt, so, oder du hattest mir erklärt, dass man sich die Zeit beschaut. Also im Grunde Ereignisse aus der Vergangenheit und Zukunft, und zwar kontinuierlich und über Neutral. Millionen von Jahren im Ja. Grunde, um mehr Wissen anzusammeln. Richtig. Und dann meinte ich, ob das nicht langweilig wird. Das wird gar nicht langweilig. Ja, hattest du dann geschmunzelt und gesagt, dass das aber nicht der Fall ist, sondern Nein, das ist es wirklich nicht. es ist einfach, Wenn du Diese- alles, schau mal, Michael, wenn du alles anschaust, dann ist auch ein Grashalm ein riesen Ding, wo du kannst dran umdenken. Jedes Moos, jede Bakterie, jede Viren, jede Mikrobe, es ist einfach unendlich. ja, ein Grashalm auf dem Mars wäre eine Sensation. Ja, natürlich, klar. Es ist, Also ein aber auch, Wunder im Grunde. es ist aber auch eine Sensation, wenn du bei uns in der Wiese einen Grashalm anschaust. Wenn du den richtig anschaust, was du dort alles siehst an dem Grashalm, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du musst mal gehen und musst dir einmal einen Grashalm holen. Und schau einmal unter einem Mikroskop an. Da staunst du, was da alles vorkommt.
Das kannst Ja. du gar nicht erfassen. Oder wenn du zum Beispiel einen Stein, ich habe einen Stein da, der ist ein paar Millionen Jahre alt. Ich glaube, ja. Der ist ein paar Millionen Jahre alt. Musst du mal den unter einem Mikroskop anschauen. Ja. Das Das ist wirklich ein paar Millionen Jahre alt. Wo hast du den her? Den habe ich einmal mitgenommen. Irgendwo habe ich Auf den einer Zeitreise. mitgenommen. Ja, die ist von der Erde, aber uralt, Millionen Jahre alt schon. Der ist, Ja. da sind wir das Vater und ich, der stammt noch aus Vaterszeiten, weisst Ja, ja. Zeitreise mit Swart. Ja. Ja. Weißt Das du sind noch? wir etwa 14 Millionen Jahre ist das her, wo ich mit dem Vater auf dieser Welt rumgekrochen bin, etwa vor 14 Millionen Jahren. Und den Stein mitgenommen habe. Ja. Weißt du noch, auf welchem Kontinent das war? Nein, Okay. das ist, weißt du, Aber da das gab's hat vor 14 Millionen hat sich alles verändert. alles ganz anders ausgesehen. Da hat noch keine Schweiz, kein Deutschland und nichts existiert. Ja. Ja, auch die Kontinente waren viel. Nein, das ist ganz anders, hat das ausgesehen. Ja. Driften ja auseinander. Aber es ist das Gebiet gsi, wo heute die Schweiz ist. Ah ja. Ja. Gut. Die Raum- und zeitlose Kommunikation. Das ist, glaube ich, auch vielleicht wichtig klarzustellen, dass Schöpfungsenergie Ist zeitlos. ist kann zeitlos, also Absolut zeitlos. ja, ohne Zeitverlust durchs gesamte Universum Ja, die ist, reisen. Die ist auch verteilt. Die Schöpfungsenergie ist gesamtuniversell. In allen 7 Universen von der Schöpfung ist die gleichmäßig verteilt. In jedem Raum innen von jedem Universum. Ja, Oder? Du musst denken, da wo wir sind, da sind noch 6 andere Universen. Wir sehen es nicht, wir spüren es nicht, das ist ganz logisch, oder? Aber sie sind tatsächlich da, wo wir auch sind. ja. Da hat Nur anders dimensioniert. Wir können es also nicht sehen, wir können es also nicht greifen und so weiter und so fort. Aber sie sind ebenfalls da, wo wir auch sind. ja. Da hatte dir mal angeboten, dass du ihn Schöpfungsenergie telepathisch erreichen könntest, egal wo er ist, wenn es hier einen Notfall geben sollte. Was zum Glück noch nie eingetreten ist. Wenn er jetzt im Anker-Universum ist, würdest du ihn trotzdem dort erreichen, weil wir ja im Ja, das Stern-Universum- weiss ich effektiv nicht. Okay. Ob ich das tatsächlich fertig brächte. Ja, Das weiss ich nicht, ja, Michael. ja. Mir kam halt Möglich der Gedanke, ist dass es, das- möglich ist es, aber ob ich das jemals fertig bringen würde, das weiss ich nicht. wenn er in unserem Ich kann das und dieses und jenes fertig bringen durch mein Denken, durch meine eigene Kraft, zum Beispiel 5 oder 2 Verrenkel oder Verrenkel verbeugen oder das und dieses bewerkstelligen. Aber ob ich das jemals fertig brächte, das weiss ich nicht. Ja, aber wenn er in unserer Dimension
im deren Universum wäre, dann denke ich schon. Dann ist es möglich. Ja, denke Ja, ich schon. dann wäre es möglich. Aber ich habe kein Bedürfnis dafür. Ja, das ist schon klar. Nur um Leuten Verständnis zu geben, wie es funktioniert im Grunde. Ja. Sie sind ja auch mal in eine andere Schöpfung gereist. Die Ja, Pleiadianer. natürlich. Aber das war ja ein enormer energetischer Aufwand. Ja, das ist das Universum, wo also nicht, also eine Schöpfung, Eine andere Schöpfung. es ist eine andere Schöpfung. Ja, keine andere Dimension. Es ist nicht einfach eine andere Dimension, sondern auch eine andere Schöpfung. Ja. Und dass sie da Energie gebraucht hätten, wie von einer kleinen Sonne. Irgendwie sowas. Das weiß ich. Hattest du mal erwähnt. Das Ja, weiß ja, ich noch. aber ich weiß nicht, wie viel Gas es ja, wirklich braucht. ja, aber Da kann ich gigantisch keine Ahnung viel. mehr. Ich habe mich auch nie befasst mit dem. Ja, Das Einzige, was ich mich befasst habe, zwischen was gegangen und gelaufen ist, sie haben eine andere Schöpfung erbrochen. Sie haben dort mindestens ein Universum von dieser Schöpfung, wo sie da werken und suchen und Forschung betreiben drin. Aber was da geht und läuft, weiss ich nicht. ja. Und das andere ist Schwesteruniversum, ist ja da, unsere Schöpfung ist ja eine Zwillingsschöpfung, oder? Ja. Ist das Stahluniversum dann. Ja. Aber wie das alles funktioniert, das weiß ich nicht. Ja. Wirklich am besten. Das ist vierter Satz vom nächsten Kapitel. Das sind mehrere Sätze. Der Erdenmensch öffnet daher seine Augen und Ohren. Er reiße seine versklavten Gedanken von allen Irrlehren, Unwahrheiten und von allem Übel. Er öffne seine Bewusstseinssinne zur Erkennung der Wahrheit. Er möge hinaufschauen in die Unendlichkeit des Raumes, wo im Zeitlosen die Sterne in majestätischer Ruhe und Erhabenheit herrschen. In schöpferischer Ordnung ziehen sie ihre Bahn durch Jahrtausende und Jahrmillionen in Harmonie der allgültigen Schöpfungsgesetze und in Erfüllung der zu befolgenden Gebote. Auf all diesen Sternen walten schöpferische Gesetze und Gebote, ewiges Walten und Werden und zeitloses Sein großgeschrieben, und Vergehen im endlosen Entstehen. Und der Mensch schaue hinab auf seine Erde, denn auch dort vollziehen sich in ehener Ordnung dieselben Gesetze und Gebote der Schöpfung. Der Mensch, die Erde und all ihre vielfältigen Lebensformen sind in diese Gesetze und Gebote mit eingeordnet, als winziges, aber wichtiges Glied in der Kette schöpferischer Kreationen. Wo die Natur in ihren schöpfunggebenden Gesetzen und Geboten lebt und unberührt von Menschenhand ihr Dasein vollbringt, da herrschen Schönheit, Würde, Kraft und Größe. Ja. Und Gesetze und Gebote, die musst du nicht so verstehen, wie das an und für sich schon in der Religion gehandhabt wird und vom Mensch allgemein gehandhabt wird. Die Gesetze und Gebote, die existieren in dieser Form nicht in der Schöpfung. Es ist ganz einfach mit einem einzigen Wort gesagt, die Gesetze und Gebote, die bei der Schöpfung herrschen, Ordnung. Es gibt kein Gesetz, es gibt kein Gebot in der Schöpfung. Es gibt nur eine Ordnung. Der Grashalm wächst nach der und dieser und jener Ordnung. Es ist ordnungsgemäß gestaltet.
Es gibt Ja, ja kein das- Gesetz und Gebot bei der Schöpfung. Ja, Man sagt das, aber weil der Mensch sich kann etwas darunter vorstellen. Aber wenn du sagst, es gibt keine Ordnung, es gibt kein Gesetz und Gebot, dann fängt er auf halluzinieren oder weiss ich was oder durchdrehen und so weiter und so fort. Es hat einfach seine Ordnung. Es ist nach einer Ordnung alles gerichtet. Und es läuft nach einer Ordnung. Das ergibt das, das ergibt das, das ergibt das. Es kann eine Mutation daraus entstehen. Es kann dasselbe daraus entstehen, eine neue Form daraus entstehen. Aus irgendetwas, nehmen wir jetzt einfach den Grashalm, der kann sich einfach wandeln durch die Ordnung. ja, kann man besser beschreiben mit Gesetzen und Geboten. Ne? Ja. Zum Wir Verstehen. haben auf dieser Erde haben wir nichts anderes als Gesetz und Gebot. Das, wo der Mensch versteht, das ist das, was eigentlich die Schöpfung als Ordnung hat. Ja, unsere Gesetze und Gebote sind halt viel eben unlogisch und dementsprechend Ja. ist auch keine Ordnung da. Das kannst du gut sagen, ja. Ja, Das ist tatsächlich so. je mehr die sich an der Realität und Wirklichkeit orientieren, desto mehr Ordnung herrscht. Ja, natürlich. genau. Das macht aber der Mensch nicht. Er hat Gesetz und Ordnung, Gesetz und Gebot. Und die sind in der Regel verkehrt. Genau das, was nicht sollte sein. Der Mensch macht Gesetz und ist unfrei durch das. Ja. Völlig unfrei. Ja, Wenn die Schöpfung ein Gesetz hat, dann wäre der Mensch unfrei. Dann wäre alles unfrei. Dann würde es keine Evolution geben und nichts. Gesetze haben wir, Gebote haben wir. Aber wir haben einmal die Sprache, die wir haben da unten, zum Verständigen. Aber versuchen Menschen das klar zu machen, was die Gesetze und Gebote wirklich sind, nämlich eine Unordnung. ja, Oder? weil sie halt sich nicht an der Realität Ja. orientieren. Ja. Oder auch nicht befolgt werden. Das ist wie eben Wirklichkeit. Die fehlt völlig. Die orientiert sich nicht an der Wirklichkeit, sondern an dem, was der Mensch erfantasieren tut. Oder? Das Gebot tut der Mensch erfantasieren, das Gesetz tut der Mensch erfantasieren. Er schaut nicht, wie der Grashalm wächst. Er schaut nicht, was der Grashalm wirklich ist. Er schaut auch nicht, was der Grashalm bezweckt, wie er sich kann wandeln und so weiter und so fort. Je nachdem, wie das Klima ist. Der Grashalm ist nicht mehr so, wie er vor 10.000 Jahren war. Oder vor 100.000 Jahren oder 1 Million oder noch länger. Ist ganz anders. Mhm. Wir haben riesen Wälder, zum Beispiel unsere Regenwälder, die da in Südamerika sind, oder? Wenn wir, das sind unsere Sauerstofflieferanten, oder? Die machen wir zur Sau, oder? Und das, zum Beispiel Pflanzen, die noch mehr Sauerstoff bringen als unser Regenwald. Das lässt man verkommen. Lässt zur Sau werden. Oder? Zum Beispiel Mais. Die Maisblätter, die tun sogar noch mehr Sauerstoff produzieren als der ganze Regenwald zusammen. Mais. Maisblätter. Ja, Sind das so große Sauerstofflieferanten? ja. Das ist die auch noch nicht. Das sind das.
Aber weißt du, da macht sich niemand Gedanken darum. Das erforscht man nicht einmal. Mhm. Ja, wie verpesten die Luft, die Ja. wir atmen. Das Ja. ist also Ja. auch die davon jetzt profitieren, Ja. von der Ölindustrie Mhm. und anderen, Ja. auch die atmen die verpestete Ja, Luft. schau mal, was wir da früher hatten. Wir hatten riesen Felder gehabt von Mais und Hanf. Ist alles verschwunden. Mhm. Kleine Maisfelder und der Hanf darfst du nicht einmal mehr anpflanzen. Oder? Ja. Also weißt du, der Hanf, wo das THC produziert, oder? Das sogenannte Rauschgift, oder? Wir haben früher aus Hanf haben wir Kleider gemacht, oder? Stoff gemacht, oder? Wir haben Seile gemacht. Der Seilerbechi, der Seilerei, wo wir hatten, das Bühli, und der hat mir eine 5 Kilometer lange Drachenschnur hat mir extra gemacht. Die habe ich nie müssen zahlen. Ja. Weil ich dem so Sachen erzählt habe, was Natur wirklich ist. Hat er mir gratis die Schnur hergestellt. Eine Hanfschnur, 5 Kilometer lang. Schön. Man hat Brot gemacht, man hat Gutzli gemacht, man hat Medizin gemacht und so weiter aus dem Hanf, oder? Das ist alles flöten gegangen. Und wegen einem Schweizer wieder. Ja. Der, der nach Amerika gegangen ist und eine grosse Schnur hatte. Das sei Gift, das sei Rauschgift und so weiter und so fort, und hat sich das zu Drogen entwickelt. Ja. Ja, er hat einfach CHC rausgezogen und ja. Es geht darum, alles zu monopolisieren Ja, im Grunde genau. und Märkte für sich einzunehmen. Ne? Ja, Dann ist macht ja man das zur Wunder. illegalen Droge. Ist ein Wunder. Sind meine Pflanzen da hinten, die ich alle Jahre setzen, da, weißt du, dass Samen ausbringen, da, der Hanf, weißt du. Das ist, gibt etwa 6 oder 7 verschiedene Arten von Hanfpflanzen heute. Damals hat es nur eine gegeben. Heute gibt es noch etwa 5 oder 6 verschiedene. Und da kaufe ich einmal 2, 3 verschiedene Hanfsamen. Habe ich jetzt auch wieder bestellt. Und die werden dann im Hühnerhof gesammelt. Weißt, und die werden etwa 2,5, 3 Meter hoch. Oder? Und da siehst du, dass es wirklich Hanf ist. Sie sehen auch wie wirklich ein Hanf aus, oder? Dass da noch niemand ist reklamieren, da hinten stehen die Hanfpflanzen. Ja. Weißt Das ist eine Hysterie. du, ja. Diese Droge ist vollkommen harmlos im Vergleich nur zu Alkohol. Ja, genau. Wenn du alkoholisiert bist, ja, dann fährst du Leute tot. Ja, genau. Also so high kannst du gar nicht auf Hanf oder THC, dass das passiert. Nein. Ja? Der Hanf, den habe ich bekommen, als ich von Covetta, von Covetta nach Zeridan gefahren bin. Da war die Polizei drin, weißt du, die Rauschgiftpolizei und alles, oder? Und die haben mir da erzählt und haben gesagt, ob ich einmal probieren will. Ich habe gesagt, ja, probieren schon, aber mehr will ich nicht, oder? Die haben mir tatsächlich die Hanf gegeben, zum probieren. Ich bin 3 Stunden habe ich das gemerkt, oder? Die Fantasien, die gekommen sind und so weiter und so fort. Und die Augen zugekamen, da haben wir die Bilder gesehen und weißt und so, alles Mögliche. Und ich finde, es ist harmlos. Es ist eigentlich harmlos. Ja.
Es ist nicht ganz verrückte Ideen aufgekommen wären oder so. Es ist einfach so gewesen. Ich weiss nicht, das ist jedenfalls so bei mir gewesen, dass ich einfach das und dieses und jenes gesehen habe, erträumt habe und nicht 100%ig da gewesen bin und so weiter und so fort. Das ist aber alles gewesen. Ja. Und schlimmer ist es gewesen, wo es mir dann in Halep also Aleppo, bis auf Deutsch heisst, in Syrien unten da Dings gegeben haben, wegen Morphin. Morphium, ja. Da habe ich eine Tabletten noch ein paar Stunden weg gewesen, und da habe ich vorgerührt. Ja. Einmal und nicht wieder. Mhm. Es ist nicht mein Fall. Ich will nicht selber sein. Ja. Ja, und das ist eben bei Hanf, die Selbsteinschätzung ist da noch viel stärker gegeben. Ja. Bei Alkohol, dem kannst du sagen, du fährst nicht mehr. Ja, ich kann noch fahren und ist im Grunde vollkommen betrunken. Ja. Die Selbsteinschätzung Eben, ist vollkommen weg bei Alkohol. Wenn dann Sucht kommt, oder das ist dann ein Verlangen und ja, und genau, der Suchtfaktor ist auch viel schlimmer. Ja. Wer mal wirklich Alkoholiker war, der ist das immer. Der darf nie wieder einen Tropfen anfassen, sonst geht das sofort wieder los. Geht von vorne los. Und jemand, der raucht oder so, der kann das ab und zu mal und dann lässt das wieder. Ne? Ja, ich habe 2 Päckchen Zigaretten gebraucht im Tag. Ich habe aber 2 Jahre gebraucht, bis ich das Rauchen los bin. Ja, also Zigaretten ist schlimmer als THC oder dann Hanf. Ja. Der Suchtfaktor Zigaretten, Nikotin ist macht viel stärker abhängig. Ja. Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich los bin. Ich habe gemeint, es ginge so Schlag auf Schlag, einfach aufhören damit, das ist nicht gegangen. Ja. Ich habe nach 3 Wochen zum Doktor müssen. Ja. Da war der Dr. Flachsmann noch drin gewesen. Und weisst, ich habe so den Husten bekommen. Ich bin halb, als Deutsch gesagt, halb verreckt ab. Ja. So habe ich nach 3 Wochen den Husten gehabt. Weisst du, keine Zigaretten und nichts mehr angelangt, oder? Weisst du, gesagt, ich höre nie zu. Und da hat mir der Dings gesagt, ja, das haut halt nicht, oder? Wenn man 2 Päckchen Zigaretten im Tag ist happig. Ja. Und dann hat er gesagt, du musst halt langsam reduzieren. Ja. Und dann und das hat 2 Jahre gedauert. Das hat 2 Jahre drauf, bis ich dann Zigaretten auch sein konnte. Wow. Ja, aber es zeigt... Aber das hast du dahinter gehen und wirklich so und so viel pro Tag mehr nicht und immer mehr und mehr down, oder? Ja. Und dann, als ich auf 3 Zigaretten noch bin pro Tag, da hat es mir dann so gelangt, dass ich weglassen. Ja. Ja, der Schritt ist dann nicht mehr so groß dann, ja. Und da ist es dann gegangen. Ja. Wann hast du aufgehört? Das sind jetzt... Ende der 90er oder wann war das? Nein, das ist vorher nicht. Das sind rund 40 Jahre her. Aber nach deinem Unfall, oder? 82 hattest du ja da einen schweren Unfall. Der Unfall hatte ich 1964. Ja, mit dem Arm, ja. Ja. Nein, aber du hast ja auch hier dann noch in Hinterschmidt-Rüti geraucht. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich habe mich eigentlich nicht so um das gekümmert. Ich kann das Jahr also bereit sagen. Okay, gut. Okay, ist auch egal. Ja, das ist 20. Okay, ja. 10 nach 3, sagtest du. Das ist in 50 Minuten, ist ja, die Sendung. Ich weiß, ja.
Okay. Ja, ganz kurz nur noch im Grunde geht es darum, um das abzuschließen, in der Evolution geht es darum, diese Ordnung im Grunde zu erkennen in allen Dingen. Ja. In der Schöpfung. Ja. Und nach dem Leben. Und nach dem dann auch zu leben. Ja. Genau, das ist dann im Grunde der zweite Schritt. Der erste Schritt ist es zu erkennen, durch eben Nachdenken. Bevor du etwas machen tust, in dieser Art und Weise, musst du zuerst wissen, wie, was, wo, wann, das Ganze darum und da. Dass du nach dem kannst werken, dich verhalten und so weiter und so fort. Ja. Du musst also die Wirklichkeit kennen und die kannst nur kennenlernen durch das, dass du darüber nachdenken tust und die Worte findest, dass es wirklich tatsächlich so ist und nicht irgendwie anders. Dass du dich nicht irreführen lässt oder selber irreführen tust. Ja. Und das macht der Mensch in der Regel, er tut sich selber irreführen. Ja, die große Masse, würde ich sagen. Ja, das ist das Gros der Menschheit. Die nicht ihren Intellekt nutzen, sinnvoll nutzen. Ja, genau. Selbst wenn man es aber auch erkennt, ist es oft schwierig. Ja, das heisst noch lange nicht, dass es zu integrieren. Beherrschen tust. Wenn du erkennen tust, dass es wirklich so ist, dann musst du da oben noch denken, dass es dann auch nachvollziehen tust. Oder? Ja. Und ohne das funktioniert es halt dann nicht. Alleines Wissen drum, das lange dir noch lange nicht. Machen muss man es. Ja. Und gerade heute Morgen habe ich jetzt gesagt zum Evi. Oder wer, ja, ich glaube, Evi ist es. Nein, gestern. Da habe ich den Modeling gesehen, das Laufen kommen. Ich musste schauen, auf dem Bildschirm ist es wirklich Modeling. Die läuft entschieden besser, nur schon, was sie jetzt eine Woche lang gemacht hat, wo ich ihr gesagt habe, was sie wirklich macht, um sehr vieles besser zu laufen als vorne. Du magst dich vielleicht erinnern, hast sie vielleicht gesehen, wie sie... Ja. Ja. Gleichgewicht schwierig. Ja, und wie sie jetzt davon läuft. Ja. Um sehr vieles besser. Bernadette, weisst du, wie sie am Stück... Ja, ich weiß. Grösste Mühe hat dadurch. Ja. Zweimal hat sie das gemacht, was ich ihr gesagt habe. Ja. Zweimal und dann nicht wieder. Und sie ist da gut gelaufen, ohne Stück, ohne irgendwelche Fehler. Zweimal hat sie es gemacht und dann hat sie es am abgetankt. Und dann ist es blitzartig gegangen. Genau wie bei der Karin. Ja. Karin hat auch... hat sich gehen lassen. Ne? Ja. Anderes gesagt, schau mal, in 2-3 Monaten bist du im Grab rein, wenn du nicht das machst, was ich dir jetzt sage. Ja. Sie hat es nicht gemacht. Ja. So ist es gekommen. Ja, es ist nicht einmal 3 Monate gegangen. Da bedarf es dann halt Wille und Disziplin. Ja, genau. Es sind im Grunde nicht viele Dinge, die man braucht. Also einem gesunden Menschenverstand im Grunde. Ja. Und man sollte halt wirklich über das auch nachdenken und dann sollte man machen, was richtig ist. Ja, also faktenbasiertes Denken lernen. Ja, genau. Und nicht Fantasiefolge oder Dogmen. Ja. Und dann... Oder zu Fuß. Ja, das ist ein Mangel an, würde ich sagen, an Wille und Disziplin. Ja. Da habe ich auch mit zu kämpfen, muss ich sagen. Ja. Leider. Ja. Bei der Marianne ist es genau gleich. Ja. Hast von der mal von Willem wieder was gehört? Ja, als ein Gruß, wo mir ein Gruß ausgerichtet wird. Aber ich darf ja nicht
Ja, ja, Reisen, ja, oder? ja. Nee, das macht nicht. Und, Dings hat mir jetzt heute Morgen gesagt, Daniela, sie geht jetzt zu einer runter, sie richtet mir einen Gruß aus von mir. Ja, das ist schön. Ja. Und Anna in München, wo mich noch hat gesehen, habe ich halt nicht können gehen, oder? Und jetzt ist sie halt auch im Boden drin. Ja. Schon die letzte Frage. Inwiefern, sagen wir, man folgt dem wirklich, ne? Leute, die ihren Intellekt dann nutzen, faktenbasiert denken lernen und auch ihr Fühlen erforschen und kontrollieren lernen, dann den Wille und zu erkennen, was ist sozusagen meine Aufgabe im Leben, Ja, was möchte ich gern tun, inwiefern ich die Gesellschaft und mich selbst voranbringen möchte, und dann auch den Wille und die Disziplin aufbringen. ja. Inwiefern kommt dann nachher sozusagen die Meditation da inne für die Evolution? Ja, es fragt sich, was der Mensch daraus machen tut. Die Evolution ist eigentlich das, wo der Mensch aus sich das machen tut, was richtig ist. Meditation ist nicht das, wo da beim Buddhismus so groß geschrieben wird, weisst, ja, wie soll ich sagen, wo man da Meister wird und weiss sich was, sondern es geht um sich selber. Nicht das zu machen, was die machen mit dem Buddhismus, sondern das machen, dass man selber menschlich wird. Das ist eigentlich das, was Meditation erreichen sollte. Und was wir da machen an Meditation, ist nur das, um sich beruhigen und schauen, dass man auf den Weg endlich kommt, wo das bewirken tut. Kommst du raus? Ja. Es ist nicht das, zum allerwelts Ding zu erreichen, bei sich, so wie der Buddhismus das macht, sondern das werden, was man soll sein, nämlich Mensch. Wirklich ein Mensch, wo richtig handelt, richtig denkt, seine Gefühle richtig formieren tut und ein Weg durchs Leben geht. Das ist das, was muss sein. Nicht zum sich zum Meister machen und weiss sich was alles. Ja. Das, wie soll ich sagen? Ja, es gibt da keinen Meister in dem Sinne. Nein, das gibt's nicht. Sondern jemand, Das der gibt's nicht. eben Einfach das ist, was er muss sein, nämlich ein wirklicher Mensch. ja. Das ist richtig. Das ist nicht richtig. Das einmal erkennen und akzeptieren und danach handeln. Ja, und weil es braucht schon seine Zeit, sich zu beruhigen. Wir sind Ja, so eine natürlich. hektische, vor allen Dingen die gesamte Gesellschaft ist so hektisch. Ja. Es ist schon Eben, schwierig, nur das still ist zu ja, sitzen. das ist ja der Moment, das, was ich vorhin gesagt habe, das ist der erste Moment, wo du machen musst, dich zu beruhigen, Ruhe zu finden. Ja, Das ist der erste Moment. ja, Und wenn du keine Ruhe findest, dann schaffst du es nicht. ja, Ruhe in dir selber. ja, ja. Ja, und das braucht seine Zeit. Das braucht Seine Zeit. Aber es ist, unter Umständen 10 Jahre, Ja. 20 Jahre, 30 oder 50 Jahre. ja, Je nachdem, wie du dich darauf einstellen tust. Wie du anfängst zu denken. ja. Ja, und selbst wenn jemand halt viel meditiert und auch zur Ruhe Das kommt, nützt nichts, wenn du viel meditierst und nichts erreichst damit. Oder? ja, Bringt dir überhaupt nichts. ja.
Und das, was da gemacht wird im Saal oben, das ist einfach zur Beruhigung. Die 20 Minuten, das ist Ein Anfang. Man setzt einen Anfang. Ja. Ne? Man setzt einen ja, Anfang. aber wenn du die Menschen anschaust, die da im Saal oben sind und nachher da rüberkommen, siehst du nicht, dass da etwas Ja. gross wirkt. Das ist leider so. Ja. Viele machen es einfach aus Gewohnheit. Und das ist nicht der Weg. Ja, Kannst, meinst du, dass nicht genügend Ruhe in sich entwickelt wird? ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, das stelle ich auch fest. Also, dass immer noch über die gleichen emotionalen Ausbrüche passieren, die nicht mehr so passieren sollten. Ja. Und ja. Das ist genau das. Ja. Und das siehst du noch nöcher. Das ist, Ja. ja. Vielen Dank, Eduard. Nichts danken. Vielen Dank. Gut. Also.